Wuff. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Ich war beim Holländer am Treptower Park und ich habe ein paar Aufnahmen gemacht und ich würde sagen, wir gucken uns die gemeinsam an. Aber bevor wir so richtig losgehen, hier das Intro. Ein kurzer Disclaimer vorweg, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, dass man das nicht so doll raushört. Aber fangen wir auch endlich an. Für alle, die es noch nicht kennen, vor dem Holländer wird ein bisschen gebaut. Das heißt, die Straße vorher, man kommt da ein bisschen schlecht mit dem Auto hin. Aber gucken wir uns das doch halt erstmal an. Also Parkplätze gibt es heute auf jeden Fall genug für alle, die mit dem Auto kommen. Es sieht ein bisschen unscheinbar aus. Das heißt, man kennt es halt nicht so auf den ersten Blick, dass es halt wirklich wow, der Holländer ist. Ne? Zumindest wenn man das jetzt halt ein bisschen mit dem Holländer am Olympiastadion vergleicht. Ne? Da sieht man ja so richtig schon so eine richtig große Tafel, wenn man direkt dran vorbeifährt. Hier ist das nicht so, ein bisschen versteckt. Der Eingang ist halt auch wirklich schon ein bisschen was Besonderes. Das heißt, wenn man reinkommt, hat man dieses, wow, viele Pflanzen, richtig schön, gut aufbereitet auf einzelne Tischen. Man hat so ein paar Palmen in der Mitte, man sieht vielleicht ein paar Strelizien im Hintergrund, da kommen wir halt aber auch gleich zu. Aber wie gesagt, es war Anfang März, als ich wirklich da war. Das heißt, so wirklich richtig, das heißt, die Pflanzensaison beginnt ja, glaube ich, gerade erst. Von daher aber nichtsdestotrotz ist es halt schon wirklich sehr beeindruckend, was man da halt sieht. Also ich finde zumindest, wenn man in diese Pflanzenläden geht, ist es halt immer so ein, boah, erstmal so ein bisschen zu viele Pflanzen auf einmal und man weiß gar nicht, wo man hingucken soll und alles ist irgendwie hübsch und guck mal, die habe ich auch noch nicht. Weißt du, was ich meine? Genau, gerade wenn man dann irgendwie sagt, okay, mir sind gerade 1 bis 2 Pflanzen eingegangen oder so und man hat vielleicht eventuell noch einen Platz frei, dann ist das halt noch ein bisschen schwieriger. Also ein bisschen der Eingangsbereich, klar, es gibt halt auch noch Bereiche vorher. Das heißt, es gibt auch noch einen sehr schönen Bereich für Außenpflanzen. Den habe ich jetzt komplett weggelassen. Kommen wir auch gleich zur nächsten Pflanze. Das heißt, ich habe eine Anthurium cucullata gesehen, die fand ich wirklich sehr beeindruckend. Zumindest halt so von der Größe, von der Wachstumsform. Ja klar, ein Blatt sah ein bisschen kaputt aus, schon alleine die Größe. Und schaut euch diese Paraiso Verde an. Da sind doch gleich mehrere Pflanzen drin. Ich glaube für 100 Euro, wenn ich das gerade richtig sehe. Kann ich euch danach gleich ein bisschen was erzählen. Finde ich immer noch eine sehr hübsche Pflanze. Die würde ich jetzt aber mir persönlich nicht nochmal kaufen. Eine Bole Marx Variegata mit einem wunderhübschen Half-Moon-Blatt. Wirklich finde ich auch immer wirklich sehr beeindruckend. Dieses komplett in der Mitte und 50 grün, 50 weiß. Sehr beeindruckend. Natürlich auch ein paar fleischfressende Pflanzen und ein paar kleine Pflanzen, zu denen kommen wir auch gleich. Natürlich Thai Constellation dürfen dann natürlich auch nicht fehlen. Das waren jetzt halt erstmal so der erste Bereich mit interessanten Pflanzen. Paraiso Verde, genau, die hatte ich mir damals auf der Botaniker Hamm vor 1 bis 2 Jahren, glaube ich, mal gekauft. Auch eine richtig schöne, große Pflanze. Ich stelle so bei mir jetzt erstmal so, wow, okay, ein bisschen wärmer. Man sagt ja, okay, um die Panaschierung zu behalten, muss sie wirklich sehr warm stehen. Natürlich auch mit sehr viel Licht dazu. Und ich natürlich, okay, naja, bei mir ist jetzt erstmal nicht so warm. Ich dachte, okay, vielleicht so ein bisschen Panaschierung wird es ja behalten. Bei mir unter Wachstumslampen. Kein Grün, weißt du, und dann kam mal so ein Sommer, 30, 40 Grad, alles am Schwitzen. Die Straße sickert schon ein, weißt du, halbe Schmelze, ja. Und das Blatt, was rausgekommen ist, wirklich so ein kleiner Fingernagel panaschiert auf so einem großen Blatt, wie ihr das eben gerade gesehen habt. Naja, okay, deswegen dachte ich so, du kleines Stück, du. Okay, jetzt steht es aber bei meiner Mutter. Sie hat auch wirklich 80% mehr Panaschierung, als sie bei mir jemals hatte. Egal, ich weiß nicht, wie meine Mutter das macht, aber sie scheint da bei mir einen grüneren Daumen zu haben als ich. Okay. Dann gab es natürlich halt auch kleinere Pflanzen, genau, da sind wir ja gerade stehen geblieben. Eine Anthurium Anthoro, glaube ich, war das, glaube ich, gerade. Velvet, genau, für 8 Euro.
Die hatte ich, glaube ich, bei mir auch mal, aber ich glaube in irgendeinem Baumarkt gekauft für 15 Euro, dreifache Größe. Ist mir leider eingegangen, wie alle anderen Anturien auch. Genau, bei die Pflanze, die fand ich wirklich extrem schön. Da wollte ich mir jetzt aber eine Pflanze raussuchen, wo das Etikett nicht abgeschnitten ist. Ich habe das jetzt aber keins gefunden, weil die wirklich alle abgeschnitten waren. Aber dazu zeige ich euch gleich was, weil ich glaube, dass ich nämlich eine Pflanze gefunden habe, die, glaube ich, so ähnlich aussieht. Entschuldigung. Ansonsten, ja, kleinere Pflanzen waren da, auch in einem sehr guten Preis. Den gleichen Ständer gab es jetzt halt auch nochmal für Farne, würde ich es jetzt halt erstmal bezeichnen. Also alle möglichen Farnarten. Da habe ich mir auch 3 kleinere Stück für mein Paludarium gekauft, für mein IKEA-Paludarium, was wir am Anfang des Jahres zusammengebaut haben. Genau, Thai Constellation gab es auch. Ich fand das irgendwie immer sehr beeindruckend, wie doch die Preise so extrem runtergegangen sind vom letzten Jahr zu diesem. Ich kann mich noch da gut daran erinnern. Oh, guckt euch diese Alocasia an. Oh mein Gott, zum Glück habe ich ja nicht auf den Preis geguckt. Ne, bei den Thai Constellation, ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, dass die wirklich in einem dreistelligen Problembereich gekostet haben. Eine Tetrasperma gab es natürlich halt auch für 100 Euro. Ich fand es persönlich ein bisschen teuer. Ich kann mich daran erinnern, dass die Pflanze auch schon mal billiger war, aber ich kann mich auch wirklich täuschen. Das heißt, nehmt mich da jetzt bitte nicht so für voll, weil ich finde, so meine persönliche Lieblingspflanze ist es auch nicht, diese Tetrasperma. Ich konnte so auch mit dem Hype nicht so wirklich was anfangen. Diese kleine Pflanze, die wir eben gerade gesehen haben, diese panaschierte Alocasia, ich glaube, ich weiß, welche das ist. Und zwar, ich hatte mir beim Bauhaus schon ein bisschen weiter her, da gab es so ein ganz großes Regal voll mit diesen Alocasia odora variegata. Guck mal, ich glaube, das ist nämlich die hier, die hier steht, und zwar nicht das Blatt hier. Das sieht nämlich fast genauso aus wie das, was wir da eben gerade gesehen haben. Bloß ich hab für die hier 25 bezahlt. Ist, glaube ich, schon ein paar, 1, 2, 3 Wochen her oder so. Ne, die Pflanze sieht zumindest, wenn man das sehr stark variegierte Blatt jetzt betrachtet, sehr ähnlich aus. Deswegen dachte ich so, okay, den Preis oder den Namen findest du jetzt nicht so wirklich raus. Jetzt wieder so hübsch machen, wie es vorher war. Na, okay, deswegen denke ich so, okay, dass es zumindest halt in die Richtung gehen könnte. Aber diese riesigen Alokasien, ich weiß nicht so wirklich, wie sie das halt machen. Ne, zumindest meine Alocasia, die 2, die ich bei mir habe, die bei mir überlebt haben, ne, die wachsen halt eher so ein bisschen in die Höhe und die Blätter werden nicht so wirklich groß und dick und ich weiß noch nicht so wirklich, woran das liegt. Ich will halt auch so eine Alocasia haben, die auch so richtig dicke, große Blätter hat, wie man sie eben gerade gesehen hat. Da muss ich mich noch so ein bisschen schlau machen, wie man das wirklich hinkriegt. Aber okay, haben wir jetzt gesehen, die kleineren Pflanzen mit ein paar Anturien halt auch daneben. Dann habe ich wirklich eine sehr hübsche Pflanze gefunden, irgendwie auf dem Regal, dunkelste Ecke, ganz oben, aber die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar eine Hydnophytum papuanum, eine Ameisenpflanze. Genau, da oben hat man sie eben gerade gesehen. Das finde ich persönlich immer noch eine sehr interessante Pflanze. Und zwar lebt sie in Symbiose mit Ameisen. Das heißt, wenn man die Pflanze in der Mitte durchschneiden wollen würde, hat sie so Hohlräume da drin, die auch miteinander verbunden sind. Das heißt, da leben eigentlich immer sehr gerne Ameisen drin, weil diese Struktur in der Pflanze so ein bisschen so dem Ameisenbau nachempfunden ist. Das finde ich immer noch sehr beeindruckend, gerade für so eine 7 Jahre alte Pflanze stand da auf dem Etikett. Ich glaube 100 Euro, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Fand ich wirklich extrem guten Preis für so eine Pflanze, gerade weil es auch die einzige war. Und Epipremnum, falls euch eine in eurer Sammlung fehlt, go catch them all. Hier werdet ihr auf jeden Fall fündig, zumindest so viele Epipremnum, verschiedene Arten, selten auf einem Ständer gesehen. Falls ihr auch so ein Epipremnum-Sammler seid, ne, dann ist, glaube ich, der Holländer genau das Richtige für euch. Wenn ihr euch jetzt so einen kleinen Epipremnum-Poke-Index halt zulegt und sagt, oh, guck mal, die Nummer 3, die fehlt mir noch. Wäre eigentlich auch mal ganz interessant, ne? Wenn man da so eine hängende Wand hat und man hat so fast alle Epipremnum-Arten richtig schön nebeneinander und die wachsen also runter. Ich habe sie alle. Weil den müssen wir uns jetzt gemeinsam angucken. Ich beschreibe ihn immer also ich habe es mir jetzt halt aufgeschrieben als Sonstiges. Pflanzen waren da, man hat sie gesehen und ist durchgegangen. Ne, was versteht ihr? Also so diese
Also gut, wenn man jetzt halt wirklich so der Typ für diese Art Pflanzen ist, ich würde jetzt mal als Kakteen-ähnliche beschreiben, ich kenne mich damit auch überhaupt nicht aus, weil das überhaupt nicht mein Gebiet ist, dann findet man auch dort welche. Und diese Pflanze, ich finde sie wirklich sehr beeindruckend, weil sie wirklich sehr nahe, zumindest für mich, an so einem variegierten Palmenblatt dran ist. Aber ich finde sie, wenn sie wirklich weiß ist, also wenn die Blätter wirklich noch weiß sind, dann finde ich sie wirklich fantastisch und wunderhübsch, wirklich. Aber wenn sie dann halt erstmal anfängt, ein bisschen braun zu werden, dann sieht die ganze Pflanze so binnen Tage richtig schlecht aus. Zumindest für mich persönlich in meinem Empfinden. Und das finde ich so, das ist wie so eine kleine Hassliebe. Sie sieht wahnsinnig hübsch aus, aber wenn dann die Blätter erstmal braun werden, dann würde ich sie am besten, weiß nicht, meiner Mutter geben oder irgendeinem Freund oder Bekannten. Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? So, gefällt mir nicht mehr, geh weg. Genau, ne? Hat man gesehen, sie waren da, ne? Wollte ich euch das nicht vorenthalten, dass es halt auch so eine Pflanzen gibt, nur weil ich jetzt irgendwie überwiegend Anthurien, Philodendron und vielleicht auch noch Ficus halte, heißt das ja nicht, dass wir nicht auch andere Pflanzen halt auch noch zeigen müssen. Apropos Ficus, mein Gott, diese Überleitung, ungewollt. Variegierte Ficus gab es natürlich auch. Und zwar, alle, die da stehen, sind mir gefühlt alle eingegangen. Ich glaube, einen davon habe ich noch. Der Rest ist mir wirklich einfach eingegangen wegen Wurzelfäule. Wieder das Typische bei mir. Zu lange, zu kleiner Topf, zu lange gewartet und alles eingegangen. Aber Hashtag Alokasien gab es natürlich halt auch. Ich glaube, die Pflanze, die hatte ich, glaube ich, auch bei mir. Wirklich eine sehr hübsche Alokasia, weil die Blätter halt wirklich so schwarz sind. Ich mag halt wirklich Pflanzen, die so ein bisschen aus diesem typischen Wachstumsmuster rausfallen. Aber vielleicht finde ich ja doch noch meine Liebe zur Alokasia, jetzt wo ich eure Tipps von dem letzten Video habe. Finde ich vielleicht auch noch meinen grünen Daumen. Und das finde ich halt auch, fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ich glaube, dass es die einzige Pflanze war, die einzige Alokasia, wirklich in Semi-Hydro, für 32 €. Fand ich wirklich sehr beeindruckend, dass es halt jetzt auch wirklich schon oder eine Pflanze gab, die auf Semi-Hydro verkauft wurde. Fand ich wirklich sehr schick. Bitte gerne mehr davon. Zumindest halt für mich persönlich. Da steigt vielleicht auch für mich die Chance, dass bei mir auch mal ein paar Alokasien überleben. Nicht so viel lachen. Okay, wir kriegen das hin. Immer wieder beeindruckend, diese riesigen Blätter von dieser Pflanze. Ich habe es ja auch bei mir in meinem Video neben mir stehen. Finde ich wirklich immer noch so beeindruckend, wie groß und schön diese Pflanze ist. Immer noch für mich ein Highlight. Aber ich kann mich auch an diesen Alokasien wirklich nicht satt sehen. Wenn man wirklich die Pflanze oder so eine Art halten kann, ne, dann ist das halt wirklich auch schon eine sehr hübsche Pflanze. Dragon Scale und keine Ahnung, wie die ganzen Pflanzen da heißen. Und auch wieder eine richtig schöne, großgewachsene Alokasia. Kann man, glaube ich, genau, jetzt kommt auch wieder der Handtest, kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen, wenn man weiß, wie man sie halten soll. Fantastisch, so viele Alokasien für doch so wirklich noch so einen erschwinglichen Preis. Fantastisch. Vielleicht, ich muss mich da wirklich vielleicht mal ein bisschen reinlesen oder wirklich ein bisschen mal herumexperimentieren, gerade was so Alokasien angeht, weil es kann halt wirklich nicht sein, dass ich erst 2 Alokasien habe und der Rest bei mir effektiv eingegangen ist. Das kann sein, dass die Alokasien wirklich so ein bisschen zickig sind. Das hatte ich ja auch in dem letzten Video, was ihr so, ich wollte nicht sagen gefeiert habt, ne, aber wo ihr so wirklich so 4 Daumen hoch gegeben habt. Vielen Dank an der Stelle. Das hilft mir wirklich wahnsinnig, um auch zu verstehen, was ihr sehen wollt. Ne? Wenn ihr da irgendwie kommentiert oder Daumen hoch gebt oder sagt, ey, guck mal, ich möchte gerne das und das mal sehen oder irgendwie sowas und ihr liked da die Kommentare hoch oder so. Ich lese euch. Ich lese dich und ich antworte darauf. Vielen herzlichen Dank an jeden Einzelnen. Machen wir auch gleich weiter. Jetzt kommt so ein bisschen für mich mein Highlight von diesem Video, bevor meine Stimme jetzt gleich ganz weg ist. Es gab riesige Strelizien. Oh mein Gott,
guckt euch diese Strelitzien für 250 € an. Ich habe leider nicht die Deckenhöhe für solche Pflanzen, aber gerade die da hinten, die ihr jetzt da gerade seht, gerade, ich weiß nicht, ob es auch variierte Strelitzien gibt, aber oh mein Gott, stellt euch diese riesige Pflanze in eurem Wohnzimmer vor. Richtig coole Pflanze. Könnt ihr auch ein paar Gubbelaugen auf die Blätter kleben, ne? Diese nicht husten, nicht lachen, okay. Diese kleinen Gubbelaugen, ne, die kann man, naja, die so richtig schön wackeln, ne, die kann man dann auch irgendwie auf die Blätter kleben. Und dann immer, wenn man da auf der Pflanze so rumwackelt, dann wackeln auch die kleinen Augen mit. Fantastisch. Man kann ja wirklich schon ziemlich viel Quatsch mit diesen Augen machen. Okay, anyway. Heuer gab es natürlich auch. Und die fand ich wirklich zum ersten Mal echt beeindruckend. Aber da gucken wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Gut, natürlich gucken wir uns jetzt natürlich erstmal so ein paar Philodendron Ring of Fire an. Die Pflanze hatte ich bei mir auch, hat aber irgendwie nicht so lange überlebt, weil ich sehr schnell festgestellt habe, dass es nicht so wirklich meine Pflanze ist, weil sie wirklich sehr breit wächst. Und das ist nicht so wirklich so das, wonach was ich suche. Das heißt, wenn Pflanzen, dann bitte nach oben und nicht eher so wirklich dolle zur Seite. Guck mal, was für eine Prachtpflanze, oder? Stell's mir in meinen kleinen Mini, weißt du? Einmal zum Mitnehmen, bitte. Okay, schnall's mir auf mein Mini. Okay. Jetzt nähern wir uns so langsam der Heuerecke, aber natürlich müssen wir uns erstmal standardmäßig erstmal eine Anturie hochheben. Genau. Eine mit silbernen Streifen. Für mich sehen die irgendwie alle gleich aus, aber egal, ihr seid da irgendwie höchstwahrscheinlich Medi-Profis. Und jetzt kommt eine Heuer latifolia. Zumindest stand das so auf dem Etikett drauf. Was für ein richtig schön großes, beeindruckendes Blatt für 28 €. Sehr schön ledrig, sehr schön dickes Blatt. Aber da war ich mir jetzt persönlich nicht so sicher, weil ich bin auch nicht so der Heuer, noch nicht der Heuer-Experte. Für mich war das ein bisschen zu wenig Pflanze. Ne, vor allem, ich kann das auch nicht so wirklich abschätzen bei Heuer. Also standardmäßig ist ja irgendwie so, wenn man so ein großes Blatt kauft oder ein einzelnes Steckling, eine Pflanze mit einem Blatt oder als Steckling, dass die nächsten Blätter erstmal wirklich sehr, sehr, sehr viel kleiner werden. Und das hat mich dann so auch so ein bisschen abgeturnt, die Pflanze zu kaufen, weil ich nicht so wirklich abschätzen kann, wie groß die nachfolgenden Blätter werden. Aber Heuer wirklich eine sehr interessante Pflanzenecke. Da müssen wir uns, glaube ich, halt auch noch mal ein bisschen reinlesen, weil ich glaube, dass es da auch sehr viele Heuer-Nerds unter euch gibt oder zumindest Zuschauer, Zuschauerinnen, die gerne mehr Heuer sehen wollen würden. Das habe ich halt auch schon ein bisschen gelesen. Okay, jetzt kommt die Pflanze. Nehmt es mir nicht übel, ja? Aber für 10 €. Die Blätter sehen wirklich zu 100% aus wie ein typischer Tripsebefall. Ich habe Tripse bei mir zu Hause, ich weiß, wie das aussieht. Und zu 100%, jedes Mal, wenn ich die Pflanze sehe, also ein bisschen panaschiert, sage ich jedes Mal, oh, da waren Tripse drauf. Und dann gucke ich auf das Etikett und sage, nee, ach, die wächst ja so. Vielleicht habe ich da auch so ein bisschen PTSD-Vibes schon so ein bisschen in mir, dass mein Auge schon anfängt zu zucken, wenn ich sowas sehe. Okay. Die Pflanze fand ich wirklich sehr beeindruckend. Das kann so ein bisschen an dem Licht gelegen haben. Aber dieses Rosa an der Seite für 7 €, das war so knallig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also in diesem Bereich, wo diese Pflanzen stehen, war wirklich so der Blickfang schlechthin. Gerade wenn so diese Unterseiten so ein bisschen hervorgestochen haben oder hervorschieden, dieses Rosa, das war wirklich so knallig, das war so fluoreszierend, das war, boah, ich dachte so, was ist das denn für eine Pflanze? Das habe ich wirklich zum allerersten Mal gesehen, dass das wirklich so kräftig war für eine Pflanze. An der Kasse habe ich kleine Thais gesehen und zwar für 15 €. Ich finde ja kleine Thais, wenn sie wirklich so klein sind und klein bleiben würden, finde ich wirklich extrem süß. Für 15 € so eine kleine Pflanze, dann stellt euch mal vor, die bleibt zu klein oder die wächst ein bisschen größer, nur so ein bisschen, ne? Oder verhält sich eher wie so eine Epipremnum oder so. Boah, faszinierend. Also ich finde kleine Thais wirklich sehr viel attraktiver als diese Riesendinger hier hinten. Finde ich sehr beeindruckend.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt. Heute gibt es halt nicht so viel nach dem Video rumgequatsche, weil ich muss ein bisschen noch meine Stimme schonen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Macht's nicht gut, macht's besser. Wuff!